Sie kriegen mich da nicht, Herr Amthor. Das ist auch okay. Sie kriegen mich da deswegen nicht, weil Sie diesen Interessenskonflikte haben. Ich finde, wissen Sie, dieses IFG, jeder Politiker, der irgendwie tätig ist, mal diese Affäre hatte, für die man sich auch entschuldigt hat und sozusagen in einem Brief an einen Bundeswirtschaftsminister aus derselben Partei Lobbyarbeit für eine amerikanische Firma macht. Das war mein größter politischer Fehler. Weiß ich. So, und deswegen versuche ich doch nicht, das reinzuwaschen durch irgendwie sowas. Aber Sie verstehen aber, dass dann, ich sage nochmal, mein Job ist Misstrauen und der von vielen Kollegen auch. Ist die Tatsache, dass um Konsens gearbeitet wird, dass auch raustelegrafiert wird an die Bevölkerung. Demokratie ist ein hartes Brot. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Und es gibt Dinge, die man dann auch aufgeben muss, gegebenenfalls. Das zeugt für mich doch faktisch immer noch von einer Reife, die wir hier haben im System. Hey Leute, willkommen in der Realität. Philipp Amthor redet sich bei Lanz um Kopf und Kragen und merkt es nicht mal. Von leeren Versprechen bis zur Selbstblamage, hier gibt's wirklich alles. Und als wäre das nicht genug, gibt es noch eine Politologin, die dreistesten Wählerbetrug als reife Demokratie verkauft. Ernsthaft, schaut euch das an, bevor es die CDU aus dem Internet löschen will. Also, liken, abonnieren und vor allem kommentieren. Was sagt ihr zu diesem Chaos? Auf geht's! Dieser Mann, das die Sache mit dem Soufflé und mit dem politischen Wackelpudding, natürlich wird er gleich sagen, dass das alles gar nicht stimmt und dass er sowieso seit seiner Kindheit Wackelpudding isst und gerne mag und so weiter. Aber es gibt ein paar kleine Hinweise, die andeuten, was da an der CDU-Basis gerade los ist. In Kühlungsborn, quasi bei ihm zu Hause, Mecklenburg, ist fast der gesamte Vorstand des CDU-Stadtverbandes aus Protest gegen die Parteiführung ausgetreten. In seinem Wahlkreis haben fast 43% die AfD gewählt bei der Bundestagswahl. Er selbst hat das Direktmandat gegen den AfD-Mann Komning verloren. Am Ende stand es 45 zu knapp 20. Fordern deshalb Leute wie Thomas Bareis aus seiner eigenen Partei, dass bald wieder Putin-Gas nach Mecklenburg-Vorpommern fließen soll. Und die Frage, wie findet er das? Herzlich willkommen, Philipp Amthor. Ich freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht leichter Einstieg, Herr Amthor, für Sie ein bisschen launig. Die Ampel hat genau vor einem Jahr das Cannabis-Gesetz, da sehen wir es schon, legalisiert. Sie wollen das unbedingt wieder abschaffen. Klingbeil will daran festhalten. Wer wird sich denn an der Stelle bei den Koalitionsverhandlungen durchsetzen? Das werden wir mal sehen. Ich würde sagen, in der Schwerpunktsetzung haben Sie das schon richtig adressiert. Da gibt es wichtigere Themen, ändert aber nichts dran. Unsere Position ist, dass wir es abschaffen wollen. Gerade die Sicherheitsbehörden sagen, das hat erhebliche Irritationen ausgelöst. Und wenn Karl Lauterbach gesagt hat, das hat irgendwas zum Thema Jugendschutz beigetragen, kann ich das überhaupt nicht feststellen. Dieses Gesetz hat mehr Probleme geschaffen, als es gelöst hat. Und ich finde, es gehört abgeschafft. Ja, also das wäre jetzt die Ablenkung. Wie wichtig ist Ihnen das denn, dass das jetzt wirklich abgeschafft wird? Sie haben es versprochen. Ja, da gibt es einige Punkte und die sind uns auch die wichtig. Sie versprochen haben. Ja, und deswegen will ich es auch sagen. Und Sie sprechen es ja richtig an. Es geht um die Frage der Glaubwürdigkeit. Okay. Und da ist es so, dass wir mit der Frage, und das klingt ja an in der ganzen Berichterstattung, natürlich mit der Frage der Reform der Schuldenbremse eine enorme Hypothek auf unsere Glaubwürdigkeit kommen wir gleich noch zu. Und deswegen geht es auch jetzt für uns darum, in den Koalitionsverhandlungen unser Programm nicht irgendwie leichtfertig abzuschenken. So, also das wollen Sie durchdrücken hier? Ich finde, es gibt für mich persönlich, wenn Sie mich fragen, wichtigere Themen als das. Herr Amthor, aber Antwort auf die Frage. Wollen Sie das abschaffen? Ja, werden Sie das abschaffen, ja oder nein? Wir wollen es. Ob wir es werden, liegt an der SPD. Das müssen Sie Herrn Schweizer fragen. Unsere Position ist, das Cannabis-Gesetz abzuschaffen. Stopp. Haben Sie gerade gesagt, also Sie wollen das, aber wer es entscheidet, ist Herr Schweizer? Nein, er entscheidet es genauso wenig haben wie Sie ich, nicht eine sondern Wahl wir verhandeln das Haben jetzt. Sie nicht eine Wahl gewonnen? Ja, aber wir haben keine 50%, um es alleine zu entscheiden. Und da kann ich nur sagen, das stellen Sie sich ja ganz leicht vor in diesen Verhandlungen. Ja, und ist ja in Ordnung, können Sie ja auch so einsteigen. Ich will nur sagen, für uns gilt das, was wir vor der Wahl versprochen haben, das ist auch unsere Position nach der Wahl. Nur wird man nicht alles davon vertreten können. Das war ein schöner Satz. Können Sie das noch mal sagen? Ja, und das bleibt auch so. Das dürfte Sie jetzt nicht überraschen. Versprochen haben,
Ja, das, was wir vor Ist der auch Wahl unsere versprochen Position haben, nach der Wahl. ist nach der Wahl auch unsere Position, genau. Und Aber ob davon, Sie es durchsetzen oder nicht, wissen Sie noch nicht. ja, das ist in Verhandlungen und im Kompromiss zwangsweise so. Ich kann es verstehen, dass Sie jetzt sagen, oh, Kompromisse, das ist jetzt ganz schlimm, wenn die Union nicht 100% ihres Programms durchsetzt, aber das gibt doch das Wahlergebnis nicht. Nein. Kompromisse ist nicht das Thema. Aber der fatale Eindruck, deswegen wehren Sie sich auch gerade so, Herr Amthor, ist ja entstanden, dass Sie sich an gar keiner Stelle bislang durchgesetzt haben. Den Eindruck, da sitzt der Mann, ja. der sich mit seinen Leuten vollumfänglich durchgesetzt hat. Das kann ich nicht erkennen, wenn ich ehrlich bin. Schauen Sie sich mal das Sondierungspapier an. Da haben wir von dem Sofortprogramm, das unsere wichtigsten Maßnahmen enthält, in der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik, 9 von 15 Punkten durchgesetzt. Aktivrente 2.000 € steuerfrei, Zurückweisungen an der deutschen Grenze. Unser 5-Punkte-Plan in der Migrationspolitik, der ist im Sondierungspapier geeint worden. Das sind alles Positionen, für die die SPD nicht angetreten ist. Und wenn ich sehe von dem, was geeint ist, ist da sehr viel mehr Handschrift der Union als Handschrift der SPD. Und am Ende gibt es jetzt viele Punkte, und das kann ich verstehen, da gibt es jetzt viel Verunsicherung, weil einige sagen, oh, da stehen jetzt in den Verhandlungen Punkte der SPD auch drin, die nicht unsere sind. Ja, das muss man jetzt verhandeln. Und am Ende muss man vor allem, und das ist schon wichtig, ein gemeinsames Verständnis entwickeln, dass man sich nicht nur bekriegt in dieser Koalition. Aktuell sieht es danach aus, als hätten die Sozialdemokraten die Union zum Frühstück verspeist. Und das führt wirklich zu Unruhe, Frustration und Enttäuschung in den eigenen Reihen. Wenn man sich das Gesicht mal anschaut. Nein, also ich bin nur nicht überzeugt von den Wackelpudding und irgendwie Frühstücksmetaphern. Das widerspiegelt aus meiner Sicht nicht den Verhandlungsstand. Können wir noch mal kurz nachfragen, Herr Schweizer, Cannabis-Gesetz wird abgeschafft oder bleibt? Ich will zunächst mal sagen, ich glaube, hier hat niemanden verspeist. Das glaube ich auch. Es ist auch. Naja, müssen Sie jetzt sagen, müssen ja jetzt Freunde sein. Ja, es reicht, wenn wir erstmal Kollegen werden. Das ist schon mal viel wert. So, ne? ja, ist ja auch richtig ist ja die Vorstufe. Ist ja auch richtig Als so. jemand, der schon lange in Koalitionen arbeitet, finde ich, um jetzt zum Thema Freundschaft dann noch was zu sagen, Herr Amthor, diese Rechenschieberlogik, wer hat sich an wie vielen Punkten durchgesetzt, das kann man machen, es trägt aber nicht zu einer guten Koalition bei. Am Ende ist eine gute Koalition und ein guter Koalitionsvertrag dann gefunden, wenn man gar nicht mehr erkennt, wer sich jetzt mit welcher Position durchgesetzt hat, weil man gemeinsam sagt, das ist eine gute Idee und das machen wir jetzt. Das gilt für Cannabisgesetz genauso für Zurückweisungen Das heißt, und viele andere. Wie machen Sie es da bei Cannabis? Wie machen Sie es da? Wie machen Sie es bei Cannabis? Also wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, schauen wir uns an, was das bisher gebracht hat, ob die Ziele vom damaligen Gesetz erfolgt sind, dann gehen wir realistisch damit um. Ich bin nicht dafür, dass wir es schon wieder abschaffen. Ich bin aber dafür, dass wir sagen, wenn es was zu korrigieren gibt, dann tun wir das. Ist nicht spektakulär, wäre aber eine kluge Idee. Er will es ja abschaffen, ne? Sie wollen es ja abschaffen. Das ist jetzt nicht meine Privatmeinung nur, sondern es ist die Position der CDU. Das haben wir vor der Wahl versprochen, dafür treten wir auch jetzt an. Aber ich will den Punkt schon aufgreifen. Herr Schweizer hat recht in der Frage, die Rechenschieberlogik, wer hat sich wo durchgesetzt, das ist gar nicht der zentrale Punkt. Deswegen geht es schon darum, eine gemeinsame Erzählung auch zu bringen. Aber auf den Vorhalt, die Union hat nichts durchgesetzt, erlaube ich mir dann schon auch auf die Realität hinzuweisen, dass die jetzigen Verhandlungsergebnisse an sehr vielen Stellen unsere Handschrift tragen, gerade in der Frage der Wirtschafts- und der Migrationspolitik, wo wir den Politikwechsel zentral eingefordert haben. Weil Sie spüren doch, was da an Enttäuschung da ist. Natürlich. Ne? Heute, gerade aktuelle Umfrage, Sie stehen doch genau einen Punkt vor der AfD. Ja, und ich glaube, das hat auch damit Wie erklären zu tun. Sie sich das? Ja, ich glaube, das hat schon mit der Performance zu tun, wenn wir die ganze Zeit jetzt nur versuchen, gegenseitig Punkte zu machen und vor allem nicht in das kommen, was die Leute eigentlich erwarten, nämlich umsetzen. Wir haben jetzt einen ewig langen Diskussionsprozess und es muss darum gehen, naja, es ist schon ein entscheidender Punkt. Wir werden doch daran gemessen, ob diese Regierung liefert und den Politikwechsel, den sie angekündigt hat, auch genau, schafft. was Sie vor der Wahl versprochen haben, Herr Amthor. Das ist Ja, doch und der deswegen Punkt. ist es auch so, dass diese Frage... Das muss man gar nicht auf die SPD zeigen. Sie werden an dem gemessen, was Sie sehr laut vor der Wahl Fakt ist, versprochen dass die haben. AfD gewinnt, kann ja auch nicht im Interesse der SPD sein. Beide Parteien haben in den Umfragen jetzt seit der Bundestagswahl noch mal verloren. Und deswegen können wir damit auch nicht zufrieden sein. Fakt ist aber, die Menschen werden auch nicht davon überzeugt werden, wenn man jetzt alleine nur redet, um Vertrauen zurückzugewinnen von den politischen Rändern. Müssen wir dazu kommen, dass wir die Gesetze auch tatsächlich ändern, dass sich in der Politik etwas ändert. Und dafür müssen wir jetzt eine stabile Regierung bilden. Ja, also ich meine, ich finde es, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt gerade wieder in den USA war und weil einfach Obstruktionismus einfach die Tagesordnung bestimmt. Und ich finde und fand im Übrigen auch, wie damals die Koalition mit der Corona-Krise und mit der Pandemie umgegangen ist, als ich noch in den USA war, die Tatsache, dass hier um Konsens geringt wird, also dass Konsens immer noch im Mittelpunkt steht und dass es Verhandlungsmasse gibt und das Verhandlungsmasse auch und da ist der Narrativ noch nicht gefunden und ich war bei der Außenpolitischen
politischen Rede von Friedrich Merz bei der Körper-Stiftung kurz vor der Wahl, der noch mal sagte, das, was es unter mir geben wird, ist eine Fraktionsdisziplin, also das, was wir nicht erlebt haben bei der letzten Bundesregierung, dass jeder hauptsächlich mit den Medien sprach, nicht mit sich selbst und vor allen Dingen auch nicht mit der Bevölkerung. Das empfinde ich als hehres Ziel. Das kann ja vielleicht noch kommen. Also die narrative Klammer muss stimmen, die muss halten. Denn wenn diese Koalition auseinanderbricht, dann droht uns eben dieses Szenario, was Sie eben schon aufgemalt haben, nämlich ein relativ schneller, möglicher Wahlsieg einer AfD. Also das ist jetzt, der Druckmoment ist ganz klar da. Aber für mich, die ich jetzt gerade wieder mit der US-Brille komme, ist die Tatsache, dass um Konsens gearbeitet wird, dass auch raustelegrafiert wird an die Bevölkerung. Demokratie ist ein hartes Brot. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Und es gibt Dinge, die man dann auch aufgeben muss, gegebenenfalls. Das zeugt für mich doch faktisch immer noch von einer Reife, die wir hier haben im System, die wir an großen Demokratien, die zum Beispiel nächstes Jahr ihr 250-jähriges Bestehen feiern, nicht mehr in Summe sehen. Das wäre ein Armutsprogramm für unser Bundesland, muss ich Ihnen offen sagen. Also wenn wir die Grenzen dicht machen würden, das war ja Teil seines 5-Punkte-Plans. Nein. Ja, das war genau der Punkt. Was denn sonst? Es ging nicht um Grenzkontrollen, sondern Grenzschließungen. Das ist ein großer Unterschied. Bei Grenzkontrollen bin ich sehr dafür. Da, wo sie angebracht sind, muss es möglich sein, dass ein souveräner Staat seine Grenzen auch kontrolliert. Grenzschließung ist was ganz anderes. Wir haben einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Frankreich, mit Luxemburg, mit allen Nachbarn. Das würden viele Unternehmen und Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr, sehr schwierig spüren. Und das wäre wirklich ein Bruch in unser Wohlstandsmodell. Und darum kann das niemand wollen. Ich kenne auch ganz viele CDU-Landräte aus den Grenzregionen, die massiv dagegen sind und die hoffen, dass dieser Plan nicht umgesetzt wird. Ich glaube auch nicht, dass es so kommt. Ich will nur sagen, das war schon im Wahlkampf keine gute Idee und jetzt ist es noch weniger eine gute Idee. Also ich finde, sollten wir noch mal sachlich ein bisschen sortieren, weil wir in den Sondierungsgesprächen da eigentlich viel weiter waren, auch im Verständnis dessen, was meint der 5-Punkte-Plan. Grenzschließung meint ja nicht, so wie Sie das jetzt darstellen oder so ein Horrorbild zeichnen, irgendwie Schlagbaum und jetzt irgendwie stundenlang alle Grenzen dauerhaft zu, keine Einreise mehr möglich, sondern wir haben gesagt, wir wollen dauerhaft Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen, zu allen neuen Nachbarländern und Zurückweisungen. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt und deswegen komme ich auch drauf, das ist der entscheidende Punkt, um den es geht. Und da kann ich nur sagen, die Landräte auch der SPD, die ich kenne, auch Landräte, die aus der SPD ausgetreten sind wegen der Migrationspolitik, Herr Kehrt und andere, die wünschen sich, dass Zurückweisungen kommen und dass die Zahl der illegalen Migranten, der ohne Schutzberechtigten zu uns kommen, dass die geringer werden. Zwei deswegen, unterschiedliche Themen, Herr Amthor. Wenn Sie sagen Zurückweisungen und sagen, das meint nicht Grenzschließungen, Entschuldigung, da können wir jetzt gerne stundenlang uns in der Semantik verlieren. Zurückweisungen an der Grenze bedeutet, wir machen den Laden zu. So einfach ist das. Genau, und deswegen, was heißt den Laden zumachen? Es geht darum, und das ist der entscheidende Kern dieses 5-Punkte-Plans. Und da sollten wir uns auch keinen versteckten Dissens liefern. Es geht um die Kernfrage, kehren wir wieder zu der Rechtslage zurück, die bis 2015 gegolten hat oder nicht? Da war es so, dass beim G7-Gipfel Schloss Elmau zurückgewiesen wurde, auch wenn jemand ein Asylgesuch gestellt hat. Und zu dieser Rechtslage wollen wir wieder zurückkehren. Und mein Verständnis ist, dass genau das auch im Sondierungspapier geeint ist. Das war genau das, was er gerade beschreibt. Stundenlange Kontrollen, lange Schlangen, Wartezeiten, genau das. Es Weil wird Sie gerade so sein, sagen. ja, ich will Ihnen nur genau sagen, das. Die Konsequenz wird sein, dass der sogenannte Dominoeffekt eintritt und dass wir wieder darüber entscheiden, wer in dieses Land einreist und wer nicht. Und das ist ein zentraler Punkt von uns und mein Verständnis ist, dass das im Sondierungspapier geeint ist. Ich glaube, es ist vielleicht jetzt auch wirklich angezeigt, dass wir nicht so tun, als wären wir noch im Wahlkampf. Weil wir sind ja jetzt wirklich ein bisschen weiter. Deswegen beschreibe ich nur, was geeint ist aus meiner Sicht. Ich trete ein für ein gemeinsames Europa. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich den Eindruck, ich bin manchmal näher am Europa Helmut Kohls als viele in der CDU. Nein, den Eindruck habe ich nicht. Da bin ich nämlich sehr dafür, dass wir ein gemeinsames und ein einiges Europa bleiben. Dazu gehört auch der Binnenverkehr. Ich bin aber auch dafür, dass wir Grenzen kontrollieren und irreguläre Migration, auch, der wirklich auch hinterhergehen. Was hier stattfindet, das muss auch in Zukunft stattfinden. Und wenn wir gemeinsam der Meinung sind, dass es noch stärker stattfinden kann
und rechtskonforme Mittel und Wege dafür finden, dann ist das absolut eine gute Grundlage für einen Dafür sind die Koalitionsvertrag. ganzen Konditionalsätze, Entschuldigung, das ist nicht der 5-Punkte-Plan von Merz. Wenn es rechtskonforme Mittel sind, darauf weist die SPD die ganze Zeit hin und sagt, mit EU-Recht ist das, was Sie vorhaben, 5-Punkteplan, nicht zu machen. Und das halte ich für und falsch. Zurückweisungen an der Grenze habe ich jetzt auch gerade nicht gehört. Es war ja bis 2015 möglich. Wir haben ein gemeinsames Verständnis, dass wir nicht wollen, dass der Binnenmarkt zusammenbricht, dass der Grenzverkehr zusammenbricht. Das ist ein gemeinsames Verständnis. Aber in der Frage Zurückweisung will ich deutlich sagen, das, was wir vorhaben und das, was nach meinem Verständnis im Sondierungspapier vereinbart ist, geht über das hinaus, was Frau Faeser heute abgefeiert hat. Die Zurückweisungen, die jetzt gemacht werden, sind zu wenig. Wir haben gefordert, Zurückweisungen, auch wenn ein Asylantrag gestellt wird, weil sonst entsteht doch der alte Mechanismus, der uns in der Migrationslage in diese Probleme geführt hat, die jetzt die Landräte deutschlandweit ausbaden. Alles nicht werten. Ich merke nur, Sie sind da unendlich weit voneinander entfernt. Den Eindruck habe ich nicht. Und doch, Soli wird abgeschafft. Ende der Durchsage. Herr Amthor, jetzt Sie. Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es verfassungskonform ist, den Soli in der Form zu erheben, aber nicht, dass politisch zweckmäßig ist. Das sollten Politiker entscheiden und sich dabei auch nicht hinter dem Verfassungsgericht verstecken. Und ich will bei der gesamten Steuerdebatte... Also Soli weg. Ja, das ist unsere Position. Dabei bleibt's. Und ich will auch sagen, weil das hängt natürlich eng mit der Frage, die Sie zu Recht angemahnt haben, Schuldenbremse zusammen. Wir haben natürlich vor der Wahl zentral gesagt, dass jetzt nicht die Zeit für Steuererhöhung ist. Und das ist auch absolut richtig. Ja. Wir sind in einer Situation, wo Deutschland schon jetzt Höchststeuerland ist. Wir sind in einer Situation, wo die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands enorm unter Druck ist. Und deswegen will ich nur sagen, kann die Antwort nicht zuallererst sein, dass jetzt die Bürger, die Unternehmen, die Leistungsträger in diesem Land noch mehr Steuern zahlen müssen. Es braucht zwei Dinge. Keine Steuererhöhung mit Keine Steuererhöhung ist unsere Position. Keine Steuererhöhung. Wenn Sie sagen keine, meinen Sie auch keine. Das ist unsere Position. Weder und dafür Reichensteuer kämpfen wir, das noch durchzusetzen. Spitzensteuersatz und auch nicht... Ich will Ihnen das nur erklären in zwei... Ich will es nur verstehen. Ja, ich erkläre es jetzt auch. Und auch nicht Soli, sondern Soli abschaffen. Das ist unsere Position. Und ich glaube, das haben wir auch vor der Wahl deutlich gemacht, dass es durch eine bessere Schwerpunktsetzung finanzierbar ist. Wir müssen zwei Dinge uns vor Augen führen. Erstens kann man diesen Staat nicht organisieren, indem man immer sagt, die Bürger werden jetzt noch mehr geschröpft, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, bei uns selbst zu sparen. Das kommt in diesen Diskussionen viel zu kurz. Wir haben über die Frage Bürokratierückbau, Staatsreform intensiv gerungen in den Koalitionsverhandlungen. Wir müssen bei uns selbst sparen. Da ist enorm viel Potenzial. Und ich finde, gute, verantwortbare Politik beginnt damit, dass sie, bevor sie den Bürgern noch mehr Steuern abnimmt, fragt, wie sie bei sich selbst einsparen kann. Und ein zweiter Punkt, der aus unserer Sicht wesentlich ist, wir müssen jetzt sagen, deswegen finde ich den Punkt interessant, Aufkommensneutralität, der ja hier eingeführt wird. Was heißt denn das für das Steueraufkommen? Ich glaube, für das Steueraufkommen in Deutschland wäre es absolutes Gift, jetzt die Steuern zu erhöhen. Denn noch mehr Steuern werden dazu führen, dass Investitionen gar nicht erst getätigt werden. Und deswegen muss jedem klar sein, ich bringe das immer ein bisschen überspitzt auf eine Formel, lieber 10% von X als 20% von nix. Wir sind doch in einer Situation, wenn wir jetzt die Steuern erhöhen, dass dann viele Investitionen gar nicht stattfinden. Und weniger Steuern, ein geringerer Steuersatz von einer wachsenden Volkswirtschaft, der wird mehr Steueraufkommen generieren als höhere Steuern von einer schrumpfenden Volkswirtschaft. Und wir sind davon überzeugt, jetzt die Steuern zu erhöhen, das wird den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden. Was waren Sie denn jetzt konkret? Was verabreden Sie da gerade? Ja, das wird jetzt auch in der Frage der Chefverhandler geklärt. Konkret? Ich hätte mir gewünscht, und ich sage, das ist unsere Position, war es vor der Wahl, ist es auch jetzt, dass wir beispielsweise auch beim Personal bei der Bundesverwaltung nicht einen weiteren Aufwachs bringen, sondern auch dort einsparen, 10%, besser 15% bis Ende der Wahlperiode. Das heißt, wie viele Leute die Leute werden entlassen, wie viele wären sondern das heißt, das kommt darauf an in der Ministerialverwaltung, nur um da mal eine Zahl zu haben, damit Sie den Eindruck haben, was ist da passiert, nicht nur unter der Ampel, sondern auch bei uns in den letzten Jahren. Innerhalb von 10 Jahren gab es, oder vor 10 Jahren gab es 17.500 Mitarbeiter in den 16 Ministerien. Heute
sind es über 30.000. Das ist fast Also eine verdoppelt. Verdopplung. Da muss gespart werden. Wie viele entlassen Sie von denen? Entlassungen braucht es in den Zeiten des demografischen Wandels gar nicht. Die Stellen fallen so weg, dass wir sie einfach dann nicht nachbesetzen. Okay, das wäre wie weit eine geht das runter? Möglichkeit. Wie weit geht das runter? Haben Sie das mal ausgerechnet? Ja, das würde jedenfalls, wir haben es gerechnet mit dem Bundesfinanzministerium, es hat bis zum Ende der Wahlperiode in Milliardenhöhe Einsparpotenzial, allein wenn wir in der Ministerialverwaltung sparen würden. Und wir müssen natürlich auch darüber hinaus schauen, wie können wir nachgeordnete Behörden reorganisieren, damit Sie da mal einen Eindruck haben, wo der aktuelle Stand ist. Wir haben 16 Bundesministerien, habe ich gesagt. Die haben nachgeordnete Behörden, mittlerweile je nachdem, welchen Begriff man da anwendet, bis zu 950 nachgeordnete Bundesbehörden. Wir haben seit Jahrzehnten dem Grunde nach die Bundesverwaltung organisiert, indem wir gesagt haben, für jedes neue Problem, neue Posten, Pöstchen, das braucht eine Trendumkehr. Da muss der Staat anfangen, bei sich selbst zu sparen. Übrigens auch an der Spitze, bei den Bundesbeauftragten, die wir haben. Das haben wir gefordert, die Hälfte gestrichen werden. Wir müssen bei uns anfangen, an der Spitze zu sparen. Wie viel sparen Sie da? In Milliarden oder was? Je nachdem. Das hängt davon ab. Man kann, würde ich sagen, wenn wir diese Behördenreorganisation machen, vor allem langfristig sparen. Man kann 2 Milliarden einsparen, wenn man in Summe das hochrechnet in Stelleneinsparungen. Ja, natürlich kompensiert das alleine nicht die Frage von Steuersenkungen. Ja, trotzdem geht es aber um die Frage. Sie machen gerade Billionen Schulden und kommen jetzt mit 2 Milliarden, Herr Amthor, bitte. Das alleine. Sie reden ja aber über die Frage, Sie müssen mal gucken, was sind die Gesamtkosten der Bundesverwaltung. Aber wir sind uns bitte einig, 2 Milliarden werden jetzt nicht Deutschland retten, Herr Amthor, bitte. Das alleine wird es ja auch nicht refinanzieren. Aber es geht schon um die Frage des Grundgedankens der Politik. Sind wir bereit, bei uns selbst zu sparen? Oder nehmen wir immer nur alles von den Bürgern? Und da, finde ich, müssen wir schon ein Grundverständnis entwickeln, dass der Staat auch mehr Effizienz braucht. Merken Sie gerade selber, ne? Sie argumentieren jetzt ungefähr so, wie Sie vor der Wahl mit der Schuldenbremse argumentiert haben. Überhaupt nicht, Herr Lanz, das ist völlig unsachlich. Doch. Nein, wir haben da überhaupt keine Unterschiede. Und dann haben Sie einmal in die Bücher geguckt und einmal die Kasse gestürzt und haben gemerkt, uiuiui, so geht das aber nicht. Nein, ich kann Ihnen sagen, wie es ist beim Thema Schuldenbremse. Natürlich ist es ein Kompromiss, den wir nicht toll finden, der auch für uns schwerlich war, den einzugehen. Die Grundlage war aber, ich will es nur, nein, das ist mir ein wirklich wichtiger Punkt. Sie nennen das einen Kompromiss? Ja, es ist auch ein Kompromiss. 1 Billion Euro ist kein Kompromiss. Herr Lanz, es ist natürlich schon ein Kompromiss. Wir hätten uns gewünscht, vor allem nur bei der Frage des Sondervermögens und der Verteidigungsausgaben dort einen Schwerpunkt zu setzen. Und dafür mussten wir notwendigerweise diesen Kompromiss suchen. Und ich finde, das, was da jetzt vereinbart ist zum Thema Infrastruktur, das muss man jetzt nicht des Teufels finden. Das kann man, wenn man es mit kluger Staatsmodernisierung verbindet. Wenn wir dafür sorgen, ein Deutschlandtempo zu haben, dass diese 500 Milliarden nicht nur im Buch stehen, sondern auch umgesetzt werden, Straßen gebaut werden, Schienenwege gebaut werden, dann kann das ein Schub nach vorne sein für unser Land. Und deswegen habe ich da auch ein positives Verhältnis dazu. Und ich sage auch bei dieser Frage, was wäre denn die Alternative gewesen? Indem wir sagen, ja, wir haben es vor der Wahl anders gesagt und jetzt verschließen wir die Augen davor, dass wir beim Thema Außenpolitik, das von Frau Mösbauer auch angesprochen wurde, dass wir da eine Änderungsnotwendigkeit brauchen in Verteidigungsausgaben. Das sollen wir dann irgendwie abstreiten oder was? Worauf man aber, glaube ich, gut verzichten hätte können, auch aus Unionssicht, ist diese generelle Schuldenbremsenreform, die man sich ja auch noch hat rein verhandeln lassen und damit ja quasi den vorsätzlichen Bruch mit der eigenen CDU-Beschlusslage, nämlich Unvereinbarkeitsbeschluss mit AfD und Linke. Also wenn man in dieser Legislatur irgendwas verändern will, dann würde das ja Gespräche mit einer der beiden Parteien voraussetzen. Aber das würde ja für alle Grundgesetzänderungen gelten, auch jetzt. Wir müssen sehen, das wird schwierig, überhaupt das Grundgesetz in der neuen Wahlperiode zu ändern. Gerade auch in der Frage schon jetzt der Kompromisse, die wir jetzt finden mussten, noch im alten Deutschen Bundestag. Aber das kann ja kein Argument sein, per se gar nicht sich da ein Denkverbot aufzulegen. Ich finde aber, es gibt keinen weiteren Reformbedarf bei der Schuldenbremse. Würde gerne noch jetzt auf ein Thema kommen, das uns dann direkt nach Amerika führt. Informationsfreiheitsgesetz, Herr Amthor. Ja, Herr Lanz, das ist ja auch ein großer Knaller gewesen, medial. Also, will ich mal sagen, beim Informationsfreiheitsgesetz gab es ja auch eine wilde Diskussion. Haben Sie jetzt so erwischt, dass ich erwähne das Wort nur und Sie gehen direkt rein? Ja, Sie können es ja auch noch mal... Haben Sie sich da was zurechtgelegt oder was ist das? Nö, kann ich, aber ich weiß ja, worauf es hinausläuft. Aber machen Sie erst mal Ihre Eröffnung, dann komme ich mit Zug 2. Ja, das ist ja schon ganz interessant. Also in diesem kursierenden AG-Papier, zu Amerika ganz kurz, ist ein falscher, aber Sie werden das jetzt bestimmt erläutern. Na, schauen wir mal.
Also schauen wir uns mal an. Geht um die Frage, was darf Wissenschaft, was ist Meinungsfreiheit, all diese Dinge. Also, da gibt es ein AG-Papier unter der Leitung von Philipp Amthor, in dem sich die Formulierung findet, das Informationsfreiheitsgesetz wollen wir abschaffen. Da steht da so nicht drin. Gucken Sie noch mal auf den Ich habe Zettel. zitiert. Nee, haben Sie falsch zitiert. Gucken Sie noch Was mal steht auf denn da Ihren drin? Zettel. Da steht drin, in der jetzigen Form. Das ist ein großer Unterschied. Ich will Ihnen das nur noch mal erklären. Ganz kurz, ich muss einmal kurz erklären, worüber wir hier reden, damit wir alle auf einem Stand sind. Sorry, dass ich Sie da so genau nehme, aber machen Sie mit mir ja sonst auch immer. Ja, ist doch richtig. Seit 2006, Frau Mössbauer, ermöglicht dieses Gesetz den Bürgern den Zugang zu amtlichen Informationen. 300.000 Anfragen, ich habe mir das extra noch mal angesehen, wurden bereits über dieses Portal Frag den Staat, so heißt das, gestellt. Zahlreiche Skandale aufgedeckt, Plagiatsaffären, Interessenskonflikte von Politikern, Missbrauch von Fördermitteln und so weiter. Und um den Bogen jetzt einmal zu schließen, Herr Amthor, eine Recherche von Frag den Staat hat auch offenbar ihre Lobbyarbeit für die amerikanische Firma Augustus Intelligence beim Wirtschaftsministerium aufgedeckt. Ist das richtig oder habe ich jetzt was Falsches vorgetragen? Also ich will erst mal dazu sagen, wir haben... War das richtig oder nicht? Also, das wurde... War das richtig oder nicht? Nein, ich will Ihnen nur mal sagen, das, was Sie vorgetragen haben, erweckt den Eindruck, als hätten wir was dagegen, dass diese Anfragen in Zukunft möglich sind. Nicht das Haben wir Thema. nicht. Ich will nur mal fragen, ist das richtig? Gibt es diesen Zusammenhang, ja oder nein? Welchen Zusammenhang meinen Sie denn? Ich Den will es für Sie nur Zusammenhang, erklären. dass Weil Sie dieses bauen, Portal Herr Lanz, unter lassen Sie anderem uns das auch doch die- jetzt mal von vorne einmal sortieren. Ich habe gar nichts gegen Frag den Staat. Ich habe auch nichts gegen IFG-Anfragen per se. Ich finde nur, und das ist ja der Hintergrund, weshalb es diese Diskussion gab. Und Sie haben, das hätte ich fair gefunden, wenn wir einmal uns nähern, was ist eigentlich mit dem Satz gemeint. So wäre ja eine das Diskussion können wir doch richtig. jetzt machen. Deswegen will ich es nur kurz erklären, weil es gab eine große Empörung dann darum. Diese Papiere, die fanden sich dann ja in der Öffentlichkeit eben auch. Und da ist es ich war's manchmal nicht, so ne? beim Thema Also, aber ich muss damit Staatsreform, umgehen. ich will es nur sagen, haben wir uns ja auf 6 Seiten, das war für alle begrenzter Platz, im Bereich Wirtschaft auch, haben wir uns mit großen Schwerpunkten beschäftigt. Ich kann sagen, das Informationsfreiheitsgesetz und dessen Reform ist kein Schwerpunkt für die Staatsmodernisierung in Deutschland. Wir haben es erwähnt, weil viele, viele Behörden schon sagen und auch viele, die das nutzen, das Informationsfreiheitsgesetz, dass die jetzige Struktur nicht effizient ist. Die Also Ihnen Diskussion geht's ist darum, auch nicht nicht neu. das Ding Seit abzuschaffen. zwei Wahlperioden gibt es eine Diskussion darum, dass das Umweltinformationsgesetz, das Verbraucherinformationsgesetz und das Informationsfreiheitsgesetz harmonisiert werden, dass man Auskunftsansprüche der Presse besser ordnet. Das ist eine fachliche Diskussion. Darum Die haben wir geht's. damit angespitzt mit dieser Formulierung. Dass daraus dann gemacht wurde, die Union will ein Geheimkonklave errichten, Pressefreiheit abschaffen, dem trete ich komplett entschieden entgegen. Ja, Ich ist finde doch es gut. gut, dass Durften die Sie doch auch. Bevölkerung sagt, dass die Menschen dann auch beunruhigt sind von dem, was da im Raum steht. Aber diese Hermeneutik des Misstrauens, die Sie jetzt auch vorgetragen haben, oh, da ist doch bestimmt was ganz Böses im Schwange. Entschuldigung. Da gibt es einfach Mal ganz keinen kurz. Grund dafür. Ich habe gerade vorgetragen, was dieses Gesetz ist, was der Sinn dieses Portals ist. Ich habe gerade den Zusammenhang erklärt. Ich habe gerade erklärt, was die aufgedeckt haben. Und ich lese einen Satz vor. Das Informationsfreiheitsgesetz in der jetzigen Form Genau. wollen wir abschaffen. So. Genau. Sehen Sie es mir bitte nach. Aber mein Job ist Misstrauen. Und Ist ja das auch weckt okay, mein deswegen Misstrauen, erläutere wenn ich ich es eine ja auch. solche Formulierung höre. So sein. habe ich Herrn Amthor aber auch verstanden. Und nur Ich will nur sagen, das Ja. war ja auch in früheren Wahlperioden mal Position der SPD, das IFG im Zweifel aufgehen zu lassen in einem gebündelten neuen Gesetz. Diese Diskussion darum gibt's und die haben wir damit aufgegriffen. Und ich finde, mir ist nur der Punkt wichtig, wenn man sozusagen dieses Schlagwort nimmt und dann Parteien etwas unterstellt, das sie gar nicht wollen, das finde ich einfach keinen Gewinn für die Demokratie. Sie kriegen mich da nicht, Herr Amthor. Es tut mir Das ist wirklich, auch okay. Sie kriegen mich da deswegen nicht, weil Sie diesen Interessenskonflikte haben. Ich finde, wissen Sie, dieses IFG, jeder Politiker, der irgendwie tätig ist Gegenstand auch von IFG-Anfragen. Wenn er Schweizer Ministerpräsident ist, gibt es auch eine ganze Reihe von Anfragen zu seinen Themen. So. Und ich finde das einfach, muss ich sagen, kommunikativ ist es nicht gut, dass man mir das so überhilft. Am Ende stehe ich trotzdem dazu und vertrete es inhaltlich. Und das kann man, glaube ich, mit guten Argumenten. Nochmal, ne? Ich halte Sie für einen lupenreinen Demokraten. Und ich bewundere immer wieder auch Ihre klare argumentative Schärfe, wenn es darum geht, sich von der AfD beispielsweise abzugrenzen und klar den Punkt zu machen. Und ich mag das Einstehen für Demokratie. Das ist sozusagen auf der Habenseite. Und deswegen
sollte man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber wenn man natürlich mal diese Affäre hatte, für die man sich auch entschuldigt hat und sozusagen in einem Brief an einen Bundeswirtschaftsminister aus derselben Partei Lobbyarbeit für eine amerikanische Firma macht. Das war mein größter politischer Fehler. Weiß ich. So, und deswegen versuche ich doch nicht, das reinzuwaschen durch irgendwie sowas. Aber Ganz Sie im verstehen aber, Gegenteil. dass dann, ich sage nochmal, mein Job ist Misstrauen und der von vielen Kollegen auch. Und die riechen das dann und sagen, da ist jemand befangen, dann lass es jemand anderen machen. Vielleicht waren Sie einfach dann in der Arbeitsgruppe der... Naja, ich finde, wenn man Vorsitzender einer Arbeitsgruppe ist, dann vertritt man alle Schwerpunkte, die da drin sind. Und da mache ich mir auch keinen schlanken Fuß. Vorsitzender zu sein heißt dann auch nicht, man sucht sich die Themen aus, wenn man sie gerne hat. Na, das war wieder ein ganz großes Kino. Philipp Amthor setzt sich bei Lanz hin und erklärt uns voller Stolz, dass die CDU bei den Koalitionsverhandlungen eigentlich nur zum Zuschauen eingeladen war. Sozusagen als Statisten in der eigenen politischen Tragikomödie. Und das sagt er auch noch mit einer Ernsthaftigkeit, als wäre das völlig normal. Hallo? Die CDU will also regieren, aber wenn es um echte Entscheidungen geht, hat sie nichts zu melden. Und dann wundern sie sich, dass ihnen niemand mehr glaubt? Amthor versucht natürlich, die Sache schön zu reden. Ja, wir haben ja Gespräche geführt, ja, sicher, wie ein Haustier, das neben dem Tisch sitzt und hofft, dass was runterfällt. Die SPD entscheidet und die CDU darf zugucken. Wer soll die denn noch ernst nehmen? Und dann dieses typische CDU-Gesülze. Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Philipp, mal ehrlich, wie oft habt ihr das jetzt schon gesagt? Seit 2015 läuft diese Platte in Dauerschleife. Aber jedes Mal, wenn ihr die Chance habt, zu zeigen, dass ihr es besser könnt, kommt wieder nur heiße Luft. Amthor und die CDU haben sich in dieser Landsrunde mal wieder selbst entlarvt. Wer der CDU noch glaubt, glaubt auch, dass Markus Söder ein Überzeugungstäter ist. So, das war's von mir. Lasst ein Like da, wenn ihr auch der Meinung seid, dass die CDU nur noch eine Lachnummer ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dieser Chaostruppe, dann Abo nicht vergessen. Haut rein!